In meiner heutigen Präsentation möchte ich mich mit einer Frage auseinandersetzen, vor der fast jeder Schulabgänger steht. Sollten sich junge Menschen bei der Wahl ihres Studienfachs primär an den Marktchancen und den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes orientieren oder eher ihren persönlichen Interessen und Neigungen folgen? In Zeiten des raschen technologischen Wandels und des Fachkräftemangels wird diese Debatte besonders intensiv geführt. Ich möchte zunächst auf die Argumente eingehen, die für eine klare Orientierung am Arbeitsmarkt sprechen, im Anschluss die Vorteile einer interessengeleiteten Studienwahl beleuchten und abschließend meine eigene Position darlegen. Für eine Ausrichtung am Arbeitsmarkt spricht in erster Linie die ökonomische Sicherheit nach dem Abschluss. Wer ein Fach studiert, in dem ein hoher Bedarf an Fachkräften herrscht, wie etwa Informatik, Ingenieurwesen oder Medizin, hat exzellente Aussichten auf eine schnelle Anstellung und ein attraktives Einstiegsgehalt. Ein gutes Beispiel dafür ist der aktuelle Mangel an IT-Spezialisten. Absolventen dieser Fachrichtungen können sich ihre Arbeitgeber oft aussuchen und genießen eine hohe Beschäftigungssicherheit. Das will ich mit folgendem Beispiel verdeutlichen. Ein junger Mensch, der sich pragmatisch für MINT-Fächer entscheidet, minimiert das Risiko von Langzeitarbeitslosigkeit oder prekären Beschäftigungsverhältnissen, wie sie in manchen geisteswissenschaftlichen Bereichen vorkommen. Zudem profitiert auch die Gesellschaft, wenn Universitäten genau die Experten ausbilden, die für die Wirtschaft dringend benötigt werden. Auf der anderen Seite birgt eine reine Arbeitsmarktorientierung erhebliche Gefahren. Das größte Problem ist der Mangel an nachhaltiger Motivation. Meiner Erfahrung nach zeigt sich daran, dass ein Studium, das nur wegen der Berufsaussichten gewählt wurde, bei fehlender Leidenschaft häufig im Abbruch endet. Dazu fällt mir das Beispiel der Dynamik des Arbeitsmarktes ein. Der Arbeitsmarkt ändert sich extrem schnell. Ein Berufsbild, das zu Beginn des Studiums als absolut zukunftssicher galt, kann durch technologische Entwicklungen wie die künstliche Intelligenz nach 4 oder 5 Jahren bereits stark verändert oder entwertet sein. Wer hingegen ein Fach aus echter Begeisterung studiert, entwickelt Durchhaltevermögen und die Bereitschaft, sich auch nach dem Abschluss flexibel weiterzubilden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass weder blinder Pragmatismus noch reine Schwärmerei der ideale Wegweiser sind. Meiner Meinung nach sollten Studierende eine Balance anstreben. Sie sollten ihre eigenen Talente und Leidenschaften als Ausgangspunkt nehmen, diese aber realistisch mit den Entwicklungen und Chancen auf dem Arbeitsmarkt abgleichen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bin gespannt auf Ihre Fragen. Vielen Dank für deine durchdachte Präsentation. Wenn ich dich richtig verstanden habe, siehst du die Orientierung am Arbeitsmarkt als einen wichtigen, aber nicht den einzigen Faktor bei der Studienwahl. Du hast herausgearbeitet, dass zukunftssichere Fächer wie Informatik zwar finanzielle Stabilität und Jobgarantien bieten. Allerdings hast du auch betont, dass ohne persönliche Motivation das Risiko eines Studienabbruchs steigt und der Arbeitsmarkt durch Trends wie KI schwer vorhersehbar ist. Dein Fazit war, dass junge Menschen ihre eigenen Interessen als Basis nutzen und diese mit den Realitäten des Arbeitsmarktes kombinieren sollten. Du hast erwähnt, dass reine Geisteswissenschaften oft schlechtere Arbeitsmarktchancen haben. Sollten Universitäten deiner Meinung nach die Anzahl der Studienplätze in solchen Fächern kürzen und dafür mehr Plätze in MINT-Fächern anbieten? Das ist ein umstrittener Vorschlag. Ich halte eine staatliche Reglementierung jedoch für den falschen Weg. Geisteswissenschaftler bringen wichtige Kompetenzen wie kritisches Denken, Analysefähigkeit und Ethik in die Gesellschaft ein. Der Staat sollte eher die Rahmenbedingungen in MINT-Fächern attraktiver gestalten, anstatt andere Fachbereiche künstlich zu beschneiden. Sollten Schulen verpflichtet werden, viel mehr berufsorientierende Praktika und Arbeitsmarktanalysen im Unterricht durchzuführen, damit Jugendliche nicht blind ins Studium gehen? Ich verstehe diesen Ansatz und halte ihn für äußerst sinnvoll. Viele Schulabgänger haben ein sehr romantisches oder völlig falsches Bild von bestimmten Berufen. Eine frühzeitige, realitätsnahe Orientierung durch Praktika oder Kooperationen mit Unternehmen kann Fehleinschätzungen und spätere Studienabbrüche wirksam verhindern. Glaubst du, dass es in Zukunft durch den ständigen Wandel der Arbeitswelt überhaupt noch Sinn macht, für einen einzigen Beruf zu studieren, oder sollte das Studium eher allgemeine Soft Skills vermitteln?
Dazu möchte ich sagen, dass das Lernen des Lernens und die Fähigkeit zur Anpassung immer wichtiger werden. Ein Fachstudium liefert zwar das methodische Werkzeug, aber Soft Skills wie Problemlösungskompetenz, Teamfähigkeit und Flexibilität sind letztlich die Eigenschaften, die einen langfristig auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich machen.